Das Projekt The World to Come wäre mir oder uns zu keinem anderen Werk von Beethoven, zu keiner anderen Messe eingefallen als zur Missa Solemnis. Maya Arad Yassur, die israelische Dramatikerin, hat den Titel gefunden in dem Libretto der Messe. Es ist der Schluss vom Credo, es ist der Text der großen Chorfuge Et vitam venturi seculi amen, das Leben der zukünftigen Welt oder The World to Come. Have mercy all alone, nobody. Have mercy. Have mercy, the devil, the Alpha and Omega, the destruction to come, the world to come. This one, real coconut. You see, I take these glasses off. She looks like a regular person, doesn't she? Put them back on. That's what we got. Ohne Beethoven würde diese Komposition nicht so existieren können, wie sie jetzt existiert. Ich finde, die Missa Solemnis hat ein Wahnsinns-Energiepotenzial. Da ist so viel Energie vorhanden und so viele Ideen, dass es scheint, als ob Beethoven gar nicht mal die Zeit hat, die Ideen weiter auszuarbeiten. Das heißt, jedes Mal, wenn man umblättert, dann kommt wieder was Neues auf dich zu. Und beim ersten Hören ist es vielleicht so, dass vieles gewaltig klingt und sehr groß, aber wenn man mehr mit der Musik umgeht und man sie besser kennenlernt, dann bemerkt man, dass er einfach auch sehr vieles reingesteckt hat, das sehr empfindlich und sehr zart und sehr romantisch, würde ich fast sagen. Ich habe die Missa Solemnis sowohl Angst als auch Glauben gespürt. Wie die Natur auch, ist nicht alles schön. Musik muss nicht nur schön sein. Das Stück erzählt all dies für mich und auch, dass der wahre Glaube keine Angst hat. Ich denke, Birke war monatelang der zentrale Punkt in diesem Projekt. Die hat ja selber sehr viel neue Musik geschrieben und andererseits aber auch Musik von den Gästen mit verarbeitet und in dem Stück reingepasst. Und die Aufgabe war schon eine andere Aufgabe als Komponistin sein, weil als Komponistin habe ich eine gewisse Freiheit. Also muss ich mit mir selber im Reinen sein, dass es so ist. Bei dem anderen muss ich mich in die anderen hineinversetzen und wissen, was sie wollen und wie sie es am besten umsetzen kann und wie es auch am besten ins Stück passt. Es war ein fortwährender Akt der Handreichung, der Vermittlung. Denn es ging dem Projekt ja darum, Beethovens Missa Solemnis nicht aufzuführen, sondern andere KünstlerInnen aus anderen Musiksparten einzuladen, sich mit der Missa Solemnis auseinanderzusetzen und sie ein Stück weit zu bearbeiten, zu konterkarieren, was dagegen zu setzen. Wash me in the blood of my enemies. Searching for a truth that has no body. No body. The blood, have mercy. Die erste Begegnung allen voran war mit Moor Mother auf dem Supersense Festival in Melbourne, die mich eiskalt erwischt hat, weil ich in dieses Konzert gestolpert bin, ahnungslos und vollkommen beeindruckt war. Von der Musik, von der Intensität der Performance und vom Reichtum in der Musik, von den historischen Schichten, mit denen Moor Mother, mit denen Kame arbeitet. Amen. Have mercy. The blood. I believe in the destruction of self to make way for the resurrection of peace.
peace, good news. Lamb in our mouths, death to pass over. Flesh to flesh. Rosa Alcalá in ihrem großartigen Gedicht Dear Maria nennt Maria das vierte Rad am Wagen der Trinität. Und das bringt mich zu Jam, Planning to Rock. Zuerst Planning to Rock und dann Jam. Eine non-binäre Künstlerin, Musikerin, die ganz politische Musik macht, die eine Botschaft in ihrer Musik hat, die das Patriarchat ganz dezidiert angreift, die Strukturen, in denen wir leben, hinterfragt und darin eine kongeniale Partnerin für dieses Projekt war, da die Missa Solemnis für Beethoven ein Projekt war, eine Komposition war, die eine Botschaft hatte, die in Worten formulierbar war. As a music producer, I use music as a way to understand and reflect on my life. As a queer, gay person, I use music to talk about queer issues and the deconstruction of gender. Beethoven was a disabled person, and his deafness played a part in his creativity, and I wanted to learn more about that. I am what is now there. I am what I am, baby. I am what is now there, now there, now there, now there. I am what I am, baby. I am what is now there. Es ging auch darum, eine Berliner Festmesse, wir nennen es eine Berliner Festmesse. Es ging darum, dass wir auch Berliner KünstlerInnen oder KünstlerInnen, die in Berlin leben, mit diesem Projekt zusammenbringen. Mohammed hat sich mit dem Puls der Missa beschäftigt, mit den Rhythmen, mit den Schlägen und hat gesagt, wir brauchen einen neuen Puls für das 21. Jahrhundert. Uns ist zu viel Viervierteltakt und hat damit sehr spielerisch und sehr beeindruckend gearbeitet. Meine Herangehensweise war, dass sich die musikalischen Ideen von alleine über das Hören der Missa Solemnis in meiner Fantasie entwickeln. Um meinem Kompositionbeitrag näher zu kommen, habe ich unbewusst auf der Tombak das gespielt, was in meinen Ohren vom vielen Hören des Stücks gespeichert wurde und unterschiedliche Momente aus der Missa Solemnis gespielt. Ich habe mir viel Zeit gelassen, dass sich eine eigene Dynamik entwickelt. Colin habe ich in der Traumabar und Kino Performance erlebt, in einer Oper, in einer Kammeroper, die er entwickelt hat, geschrieben hat, performt hat mit anderen Berliner KünstlerInnen
über Donna Haraways Staying with the Trouble. Donna Haraways Staying with the Trouble ist ein ganz entscheidendes Buch, auch eine ganz entscheidende Quelle für die Arbeit an der Missa Solemnis. Ich habe vorhin den Satz gesagt, man kann ihn nicht oft genug sagen, Practices of Storytelling Matter, weil man nicht gleich versteht, was dieser Satz wirklich bedeutet, was für eine Tragweite der hat. Man muss über ihn ein bisschen nachdenken. Ich würde vielleicht nicht sagen, dass The World to Come eine zentrale Botschaft hat, sondern dass es ein bestimmtes Anliegen gibt, das hinter dem Projekt steht. Und zwar ging es uns mit dem Projekt The World to Come darum, die Geschichte und die Art, Geschichten zu erzählen, wie sie in der christlichen Liturgie und in der christlichen Heilserzählung, die der Missa Solemnis zugrunde liegt, sozusagen eingeschrieben ist, nach der diese Geschichte funktioniert, ein Stück weit aufzubrechen, anders zu fassen, andere Geschichten daneben zu stellen, auch andere Art und Weisen des Geschichtenerzählens daneben zu stellen. I guess around the entry points to this process, I started asking some questions about the dominant narrative of Beethoven, of the canon of classical music that surrounds the Catholic vernacular, and began to ask the question of maybe what would exist as a kind of antithetical statement or language space to the Missa Solemnis, the Solemn Mass. From that, I kind of landed at this this language, Polari, which is a kind of criminal queer language that was born in the UK and was meant to sort of work as a secret code for socializing and surviving in a time when the Catholic Church and government very much prosecuted homosexuality. Also Polari being this kind of thread of language variety that compiled, say, traveler communities, criminals, and queer people and performers. And so sort of thinking of those different groups all together. Natürlich hat die Corona-Pandemie eine große Rolle gespielt bei dem Projekt. Das ist jetzt ein Stück, das
hat nicht trotz der Pandemie auch stattgefunden, sondern es hätte ohne die Pandemie so nicht stattgefunden. Der andere Aspekt, was die Pandemie angeht, ist, dass wir versucht haben, aus der Not eine Tugend zu machen und unter diesen Bedingungen eine Aufführung ermöglicht haben, unter ungeheuren Anstrengungen aller Beteiligten. Und aus dieser Konzertinstallation, die es werden sollte, ein kleines Festival machen mussten mit 10 verschiedenen Spielorten und Bühnen, durch die ZuschauerInnen auf einem Parcours geführt worden sind. Dieser Parcours durch die Installation war eigentlich Teil der Partitur. Also das war eine Spur in der ganzen Komposition, die auch genauso getimed eingehalten werden musste wie alle anderen. Letzten Endes war das für mich ein bisschen dann auch in diesem Corona-Sommer wie so eine Übung in Solidarität, weil man muss es einfach nur mal so denken, in dem Moment, wo man nicht weitergeht, verhindert man denen, die nach einem kommen, das Konzert. Und viele Leute haben das tatsächlich, glaube ich, nicht bedacht, aber für mich war das einer der essentiellen Punkte an dem ganzen Ding am Ende, dass dass alle laufen müssen, dass es geht, dass tatsächlich alle zusammenhalten müssen oder sozusagen sich ihrer Rolle in dem Ganzen gewahr werden. Die Arbeit mit dem Chor war sehr divers, weil wir ja eigentlich 3 Chorgruppen hatten. Das war eine sehr spannende Idee, die teilweise von Corona geprägt war. Mehr Leute passten ja einfach nicht in einem Raum. Aber es hatte auch eine musikalische Komponente. Und es ist super toll, natürlich so einen großen Chor zu haben, wo das auch möglich ist. Dass man 3 Gruppen bilden kann. Eine Gruppe, die moderne Chorsymphonik abliefert, sozusagen. Eine Gruppe, die sich mit Josquin und Ähnliche beschäftigt. Und dann noch eine Damengruppe unten im Schwutz, die eher popartige Sachen vertonen. Das ist natürlich auch für so ein Ensemble sehr interessant, einfach das machen zu dürfen. Man kann das Stück auf jeden Fall als Zuschauerin begreifen, auch in der Komplexität, die es hat. Man kann halt nur nicht das ganze Konzert sehen. Aber das ist nicht das Gleiche. Diese Zukunftsorientierung, die ist natürlich nur eine Orientierung, finde ich. Das ist jetzt nicht so, dass man sich dabei ausmalen sollte, so und so wird es sein und so möchte ich, dass es dann ist, sondern das ist, glaube ich, eher eine Frage, wie sich das im Prozess erarbeiten lässt.
we kind of need to transform and mutate and decompose the sort of history of the classical music canon and the stories and compositions of Beethoven and the Catholic language, and that we kind of need to put these things into a state of kind of, like into the earth, almost like into the soil, so that other things can kind of grow from them. Amen. Amen. The privilege of God in one's own image. Have mercy. Der Wortogramm eine neue Welt bedeutet für mich, dass die Musik wahrgenommen und beachtet wird, unabhängig von Kultur und Nation. Die große Idee, die Beethoven ja hatte, alle Menschen werden Brüder und Schwester, dass man die versucht zu leben. Das kommt natürlich nicht von alleine und das klappt auch nicht so und vielleicht klappt es wohl nie, aber dieses Vorhaben spüre ich bei Ihnen sehr und die spürt man, glaube ich, auch an unserem Abend. My message is personal and it comes from my lived experience. Music is a brilliant place to analyze things, to tell stories and share experiences and create empathy and solidarity. Die Welt von morgen ist natürlich eine Utopie und eine Vision und nur bedingt in unseren Köpfen und noch weniger in unserer Lebensrealität angekommen. Es findet gerade eine große Wandlung statt und die Polyphonie, die Musik uns als Geschenk an die Hand gibt, ist ein wesentliches Werkzeug, ein wesentlicher Gedanke für diese Welt der Zukunft.